München ist schön, grün, groß und irgendwie trotzdem ein Dorf. Dieser Mix macht die Stadt für mich aus. Ich bin Alexandra Burkhardt, Sprinterin und das ist mein München. Willkommen am Ort meiner Träume und Ziele. Im Olympiastadion wurde schon Sportgeschichte geschrieben. Mein großes Ziel ist es, im kommenden Jahr meine eigene Geschichte zu schreiben. Hier bei den European Championships in meiner bayerischen Heimat. Der Sport ist sicher meine wichtigste Connection zu München. Ich trainiere hier viel, war hier mal im Verein und sogar mal an der Uni. Heute zeige ich euch die Vielfalt, die München als Läufer- und Läuferinnenstadt definitiv ausmacht. Die 3 Routen belegen das optimal und ihr bekommt einen tollen Eindruck von dieser wunderschönen Stadt. Meine 5K-Route führt durch den wohl abwechslungsreichsten Ort zum Trainieren in der ganzen Stadt, den Olympiapark. Seid bereit? Back was! Los geht's am östlichen Ende des Olympiasees, schön am Wasser entlang, um erstmal in die Runde entspannt reinzukommen. Die besondere Geschichte des Parks und die tolle Architektur sind einfach immer wieder beeindruckend. Ihr könnt den Park hier zu eurem ganz persönlichen Trainingsspielplatz machen. Egal was ihr vorhabt, ob jetzt ein langer Lauf ist, ein kurzer Lauf, eine schnelle Runde oder Intervalle, Treppenläufe oder vielleicht sogar Outdoor-Workout. Hier ist alles möglich, also seid kreativ. Das Olympiastadion während meinen Trainingseinheiten ständig im Blick zu haben, spornt mich an meine Grenzen zu gehen und gibt mir jedes Mal Gänsehaut. Die schnellen Läufe am Olympiaberg sind das perfekte Training für mehr Power. So, ihr habt's echt durchzogen und seid oben angekommen. Dann einfach mal innehalten und den Moment genießen. Sauschön. Hier oben werdet ihr dann mit diesem Blick belohnt. Und jetzt zeige ich euch noch mehr. Die 10K-Route ist meine München City Highlights-Runde. Als Sprinterin laufe ich die Runde natürlich nicht in einem durch. Ich nutze lieber ein paar für mich besondere Orte als kleine Verschnaufpause. Los geht's an der Isar, auf Höhe der Reichenbachbrücke. Und obwohl wir mitten in der Stadt sind wir irgendwie trotzdem voll im Grünen. Vorbei geht's am Deutschen Museum und der Praterinsel. Besonders dieser Part gefällt mir mega gut, weil er einfach sehr abwechslungsreich ist. Von hier aus geht's noch ein bisschen weiter der Isar entlang, bevor wir die dann am Friedensengel verlassen. Nochmal gescheit durchatmen, weil jetzt geht's Richtung Innenstadt. Weiter geht's vorbei am legendären Eisbach und da muss ich einfach immer kurz anhalten, weil es jedes Mal aufs Neue faszinierend ist, den SurferInnen zuzuschauen. Bis jetzt war mal viel in der Natur, aber ab jetzt gibt's die geballte Ladung City Life. Vorbei geht's an der Oper, durch die Fußgängerzone zum Marienplatz. Hier ist zwar gut was los, aber irgendwie findet man immer seinen Weg. Für mich als Kaffeefreak geht's dann direkt zu einem meiner absoluten Lieblingsspots der Stadt, dem Café Sweet Spot, wo ich den Barista kenne und mich gern mit Freunden treffe. Das war so unerwartet und irgendwie so emotional. Was passiert denn jetzt so? Es ist so ein Olympisches Spiel. Ja. Geil. Gestärkt geht's jetzt aber zum Endspurt zurück zur Isar. Am Kiosk an der Reichenbachbrücke endet die 10-Kilometer-Route. Ein perfekter Ort für ein kaltes Getränk nach dem Laufen oder immer passend für einen Drink mit Freunden. 15 Kilometer stehen für mich als Sprinterin nicht auf dem Trainingsplan. Wenn du aber mehr willst, dann bietet der Englische Garten alles und du kannst laufen, bis es nimmer geht. Für mich geht's nur auf eine lockere Auslaufrunde, aber ihr habt hier unendlich viele Möglichkeiten für eure Longruns. Genießt es. Ob lang, kurz oder ein schnelles Sprinttraining, in dieser wunderschönen Stadt bleibt kein Läuferwunsch unerfüllt. So leid, das war mein München. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das waren die coolsten Routen der Stadt. Vielleicht sehen wir uns mal auf einer. Ich gehe jetzt ins Training, geht's raus, lauft's. Bis bald. Ciao.